Willkommen zu Auf Hoch 2 Dialog und ich freue mich gleich, Mario Gärtner treffen zu dürfen. Mario Gärtner ist bereits seit fast 30 Jahren im Super 8-Bereich geschäftlich tätig mit seiner Firma MG Electronics. Hauptsächlich für die Digitalisierung von Analogmaterial, also 8 mm, 16 mm und sogar Videokassetten. Aber er ist auch Super 8 Techniker, das heißt, er kennt sich sehr gut aus mit den Spirenzien, die unsere 40, 50 Jahre alten Projektoren so an den Tag legen. Und ich habe Mario Gärtner zu Hause getroffen und konnte ihn natürlich dann zu seinem Fachgebiet befragen. Ja, hallo Mario. Schön, dich endlich mal persönlich zu treffen. Ich freue mich auch, dass du endlich mal Zeit gehabt hast, vorbeizukommen, auch nach Corona. Ganz früh mal. Mario, du bist ja jetzt seit 27 Jahren im Super 8 Business tätig. Wie kamst du denn dazu? Ja, das ist eigentlich eine Geschichte. Mein Vater hat uns als Kinder immer schon gefilmt und das hat mein Interesse geweckt. Das war dann immer schon interessant, wenn der Projektor aufgebaut wurde, wenn die Filme zurückkamen. Da war man als Kinder dann immer schon ganz heiß anzugucken, was er gefilmt hat. Und so ist das eigentlich gekommen. Und mit 14 hatte ich mir endlich einen Projektor kaufen können, eine Kameraausrüstung. Und dann habe ich da halt selber durchgestartet. Und so bin ich in das Filmgeschäft, in die Super 8-Geschichte eigentlich reingewachsen. Und wie kam es dann, dass es zum Profi, also dass du daraus dann deinen Lebensunterhalt entwickelt hast? Ja, wie es halt manchmal so geht. Man versucht eventuell das Hobby zum Beruf zu machen. Die Geschichte, ja, ich war ja sehr lange in der Halbleiterfirma tätig, die dann halt Stellen abgebaut hat. Und ich habe halt die Chance dann ergriffen und habe gesagt, okay, ich mache mich ab diesem Zeitpunkt selbstständig. Und das hat prima geklappt. Und seither, seit 27 Jahren mache ich das. Unter dem Namen MG, also Mario Gärtner Electronic, bietest du ja eine ganze Reihe verschiedener Dienstleistungen an. Das meiste rund um Super 8. Was sind denn so genau deine Tätigkeitsfelder? Gut, angefangen hat eigentlich alles mit dem PC-Bereich. Das war so mein Start, wo ich Geld verdienen konnte erstmal. Und dann kam natürlich das Digitalisieren damals sehr stark auf. Die Technik war halt dann im Umbruch und man konnte dann mit wesentlich besserer Qualität digitalisieren. Und so habe ich dann halt angefangen, meine eigenen Geräte zu entwickeln, die Techniken zu entwickeln. Erstmal alles für den privaten Bereich, für den bekannten Bereich. Und irgendwann habe ich mich entschlossen, okay, jetzt ist die Qualität so gut, jetzt kann ich das auch professionell anbieten. Und was genau bietest du jetzt deinen Kunden an? Also was sind jetzt so deine verschiedenen Angebote, Dienstleistungsangebote? Also digitalisieren hast du genannt. Richtig, das Digitalisieren ist natürlich mein Hauptgeschäft. Man muss ja seine Brötchen irgendwie verdienen können. Das sind ca. 90% von meinem Geschäftsfeld. Die restlichen 10%, die würde ich sagen, die entfallen dann auf den Bau von Geräten, Reparaturen, alles, was dann nachher mit Gerätetechnik selber zu tun hat. Oder mittlerweile auch Transfermaschinen selber für andere Dienstleister zusammenzubauen und das zu verkaufen und anzubieten. Bist du da auf eine bestimmte Herstellermarke bei Projektoren spezialisiert? Eigentlich ja, das war aber eigentlich nur, sage ich mal, rein zufällig, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass die Marke Elmo eigentlich für mich persönlich jetzt die beste Marke immer noch ist und war. Die Haltbarkeit, die Qualität, die Servicefreundlichkeit, das hat mich eigentlich überzeugt von Anfang an. Was sind denn so die häufigsten Reparaturen bei Projektoren? Ja gut, ich denke mal, da hat jeder Projektor so seine Stärken und Schwächen, aber generell kann man eigentlich sagen, jetzt nach heutiger Zeit, wenn die Geräte 40, 50 Jahre alt werden, hauptsächlich Kondensatoren, die kaputt gehen, die trocknen halt aus, da kann man gar nichts machen, da hat jeder Hersteller eben zu kämpfen. Mechanisch natürlich, wenn die Geräte lange Zeit stehen, die müssen natürlich dann wieder frisch geschmiert werden. Das muss ja alles leicht laufen, damit dann der Projektor auch einen guten Bildstand hat und dass er wieder perfekt wieder läuft. Und wie machst du das dann mit Einzelteilen? Weil wenn irgendwas von diesen alten Geräten kaputt ist, wo kriegt man denn dann Ersatz her? Ja, das ist nicht ganz so einfach heutzutage. Früher hat man dann Ersatzteile noch gehabt, also wo ich gestartet habe, konnte ich relativ ein großes Ersatzteillager übernehmen, direkt von Elmo Soligor, die ja dazu gemacht haben. Aber das ist mittlerweile halt auch größtenteils verbraucht und ich bin jetzt eigentlich übergegangen, Teile, gerade Kunststoffteile, mit 3D-Druck herzustellen selber. Also zu entwickeln und selber dann auszudrucken und herzustellen.
Du hast vorhin erwähnt, dass zu deinen Dienstleistungen auch der Bau von Geräten gehört im weitesten Sinne. Das Ja. heißt, es geht da um Umbauten wahrscheinlich. Ja gut, der erste Bereich ist natürlich Geräte zu bauen für die Digitalisierung selber, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass ein Projektor die beste mechanische Eigenschaft hat, einen Film zu transportieren, sehr ruhig, alles, sagen wir mal, im Vergleich mit einer anderen Maschine, die sich wie ein Tonband abtastet, mit Laser und so weiter. Das hat auch seine Nachteile, aber nach meiner Erfahrung, wenn die Perforation von Film in Ordnung ist, dann ist es eigentlich immer noch das Beste. Und vor allen Dingen sehr langlebig. Man muss fast gar nichts dran machen an den Geräten, wenn die regelmäßig gewartet werden, geschmiert werden. Dann, also ich habe hier Digitalisierer, die arbeiten mit Geräten 10 Jahre, ohne Pause. Und machst du noch andere Umbauten? Es gibt noch einen kleinen Bereich für Filmsammler, wo ich natürlich da versuche, denen auch noch zu helfen. Die wollen manchmal ein bisschen größere Spulen drauf machen, dann kann man halt eine Spulenarmverlängerung machen. Was immer nachgefragt wird, ist natürlich die Helligkeit, die Lampe sehr wichtig, ne? Weil viele wollen dann größer projizieren und mit einer kleinen Halogenlampe wird es natürlich schwierig. Die waren ja konstruiert eigentlich für zu Hause, für maximal 2 bis 3 Meter und dann ist dann halt das Licht halt so schwach, dann hat man keinen Genuss mehr. Und da gibt es halt auch noch andere Möglichkeiten. Du verkaufst ja auch Projektoren. Ja. Wie viele verkaufst du denn da so pro Jahr? Gibt es da eine Zahl, so einen Durchschnitt? Ja, es ist immer unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Jetzt bei Corona war es ein bisschen mehr, weil die Leute einfach mehr Zeit hatten, da in der Richtung was zu tun. In der Regel sind es vielleicht so 5, 7 Geräte pro Jahr. Also jetzt nicht die Digitalisiergeräte, sondern rein die Geräte für die Projektion, würde ich mal sagen. Und wer kauft es? Ja, in der Regel, die überwiegende Mehrzahl sind ältere Leute. Also Die praktisch Privatkunden, ja, die mit dem Thema aufgewachsen sind, die selber aktiv gefilmt haben und meistens dann auch selber vielleicht noch Filme gekauft haben. Diese Kauffilme, kleinen Schnittfassungen, Spielfilme, die es dann nachher noch gab. Das hat sich dann halt als Sammlung angehäuft und die möchten dann halt weiter projizieren. Die möchten das nicht digital machen, die möchten es weiter analog machen mit ihren Filmen und das ist auch eine schöne Sache. Und das sind dann halt meine Kunden. Die Geräte werden dann immer wieder gewartet, wieder fertig gemacht, dann haben die wieder 10, 20 Jahre ihre Freude und Spaß dran. Gibt es auch junge Käufer oder kommt das bei dir eher nicht vor? Ja, es sind eigentlich selten junge Käufer dabei, das muss man ganz klar sagen, aber es gibt sie auf jeden Fall. Ich habe auch schon welche bei mir gehabt. Es macht mir dann auch sehr viel Spaß, mit jemandem mal zu sprechen, der gar keine große Ahnung von der ganzen Materie hat, der da eigentlich reinwachsen will. Und da helfe ich natürlich immer gern mit Gerätschaft, mit Rat und Tat. Und ja. Und bei gewerblichen Kunden, die kaufen dann, denke ich, eher diese Digitalisierungsmaschinen im Zweifelsfall, kaufen die aber dann auch mal tatsächlich so einen refurbisheden, gut gewarteten Super 8 Projektor rein zur Projektion. Kommt es vor? Nee, also geschäftliche Leute, die möchten eigentlich die Maschinen fürs Digitalisieren haben. Die sind dann auch daran interessiert, dass die dann auch wirklich sehr gut und perfekt laufen und möglichst nicht anfällig sind für Störungen. Gibt es denn Projektoren, die aus deiner Erfahrung besonders fehleranfällig sind? Ja, das sind eigentlich Projektoren, die jetzt nicht auf Haltbarkeit gebaut worden sind, sondern einfach, dass sie günstig waren früher zum Kaufen. Und das ist natürlich selbstverständlich, dass solche Geräte nicht so haltbar sind. Das ist ganz klar. Da gibt es hauptsächlich, würde ich mal sagen, Geräte von Eumig. Die waren halt nicht so teuer. Die haben dann auch für Revue oder für Neckermann Geräte gebaut. In der Preisklasse damals 500, 600 Mark. Das war eigentlich relativ günstig zu der damaligen Zeit, während so ein, sag ich mal, so ein hochwertiges Gerät schon 2.500 Mark gekostet hat. Da kann man schon sehen, dass das einen Unterschied machte. Ne? Wenn jemand filmen wollte da aktiv was machen, man hatte so viel Geld nicht verdient, dann hat man halt sich so ein kleines Gerät erstmal gekauft. Aus heutiger Sicht ist das natürlich ganz klar, nach 40, 50 Jahren, dass die Geräte heute nicht mehr das bringen können. Und gibt es spezielle Projektorenmodelle, die du jetzt unabhängig vom Hersteller besonders gut findest? Unabhängig vom Hersteller, also rein vom Aussehen, vom Design, würde ich sagen,
gibt es einen Projektor, das ist der Beaulieu 708. Das ist halt einfach vom Design her, vom Aussehen ein wunderschönes Gerät. Das ist für mich eigentlich ein Projektor, das sieht aus wie eine Kinomaschine. Leider sind die inneren Werte eben nicht so gut wie die äußeren. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Es gab viele Versuche, den Projektor zu verbessern von anderen Technikern. Das hat dann auch teilweise ein bisschen funktioniert, aber generell gibt es in dem Gerät grundsätzliche Dinge, die einfach nicht richtig funktionieren. Und das ist für mich dann, sage ich mal, ein No-Go. Wenn ich jetzt rein aus technischer Sicht sage, dann würde ich sagen, der große GS1200 von Elmo in der Picom-Ausführung, vom Design her, einfach auch wunderschön, schon mit einem digitalen Zählwerk. Man hatte LED-Aussteuerungsinstrumente, das war einfach damals zum Zeitpunkt schon richtig fortschrittlich. Einen sehr, sehr guten Vertonungscomputer drin, wo man alles mitmachen konnte, alles programmieren aufs Bild genau. Und natürlich das Design von dem Gerät hat auch super dazu gepasst. Also das wäre rein vom Design her, wäre das dann meine zweite Wahl. Aber insgesamt gesehen, technisch und vom Aussehen, wäre das gewesen, der Pico. Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde, was wäre die ultimative gepimpte Maschine, um Super 8 zu schauen? Also da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das weiß ich einfach, weil ich die Maschine nämlich dastehen habe bei mir. Das ist ein umgebauter Elmo GS1200 mit 250 Watt HDI-Lampe. Besser, heller geht's einfach nicht. Das ist eigentlich alles ausgereizt für das Super 8-Format. Also mehr Licht kann man einfach durch dieses kleine Kästle nicht durchdrücken. Sonst geht der Film irgendwann kaputt. Und man erreicht da eine Projektion, die ist ja fast schon nahe 35 mm. Also kann man locker eine Leinwand mit 8 Meter ausleuchten. Die Maschine hat eine Helligkeit nachher bei um die 1500 Lumen. Kann man im Vergleich mal zu einem Beamer dann sehen. Da sieht man, dass da schon eine richtig große Helligkeit da ist. Und man hat dann auch einen richtigen Genuss, dass man Super 8 Filme dann anschauen kann. Filmmaterial unterliegt ja einem Alterungsprozess und Projektoren trifft es genauso wie alle Dinge. Genau. Wie lange, denkst du, werden Projektoren, die ja letzten Endes aus den 70er stammen in den meisten Fällen, noch funktionieren? Also wenn man das jetzt mal rechnet, das sind ja schon 50 Jahre, die meisten Geräte auf dem Buckel haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, mit sagen wir mal, kleinem Aufwand, ein bisschen Inspektion, ein bisschen Wartung, ein bisschen Liebe dem Gerät geben, dann laufen die wieder sehr, sehr lange Zeit. Also wichtig ist halt die Schmierung, die elektronischen Bauteile wechseln, Elcos hauptsächlich. Dann hat man praktisch wieder ein neuwertiges Gerät. Es darf natürlich nicht mechanisch abgenützt sein, sodass es dann, wie ein Auto auch, irgendwann geht eine Maschine halt nicht mehr. Und dann muss man sie halt dann doch wegtun. Aber unter normalen Voraussetzungen, normale Bedingungen, wie die Leute früher die Geräte benutzt haben, würde ich sagen, solche Geräte kann man jederzeit nochmal für die nächsten Jahrzehnte fit machen. Ich sehe da auch keine Schwierigkeiten, gerade bei den hochwertigeren Geräten, dass man die nächsten 20, 30 Jahre noch am Laufen halten kann. Dein Wort in Gottes Ohr. Doch, das würde ich so sagen können. Ja, also glücklicherweise hat ja die Super 8 Community mit dir einen kompetenten Ansprechpartner bei allen technischen Problemen. Ich kann dich von meiner Seite aus sowieso nur wärmstens empfehlen und auf jeden Fall hoffen wir, dass das Super 8 Format noch eine lange Zeit erhalten bleibt. Mario, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Meine letzte Frage noch am Schluss, die ich jedem stelle ganz am Ende. Was bedeutet Super 8 für dich? Ja, Super 8, das ist für mich, das geht bei mir durchs Leben. Ohne Super 8, da gibt es mich eigentlich so gar nicht in der Art und Weise, wie ich jetzt bin. Also Super 8 hat mein Leben geprägt, das ist einfach Fakt. Mit Herzblut hänge ich da dran und das wird immer so sein. Sehr gut. Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview, Mario. Ich danke dir. Wunderbar, danke.